Viele Pianistinnen und Pianisten träumen von einer Klaviatur, die ihren Händen ein bisschen entgegenkommt. Für manche von ihnen ist die genormte Standardklaviatur eigentlich zu groß. Es stellt sich schon die Frage, müssen wir im 21. Jahrhundert wirklich noch alle mit einer DIN-Norm zurechtkommen, die seit etwa 150 Jahren besteht? Daniel Barenboim zum Beispiel spielt eine Klaviatur, bei der die Oktaven etwa 8 mm kürzer sind. Seit mehr als 20 Jahren gibt es in den USA und in Australien Kolleginnen, die sich für Steinbühler-Klaviaturen in 3 alternativen Mensuren engagieren. Sirius 6.0, bei uns hier in Stuttgart, ist nun der erste Flügel an einer europäischen Musikhochschule mit verkleinerter Mensur. Wir haben dafür einen Yamaha-Flügel mit einer Laukhof-Klaviatur ausgestattet, bei der die Oktave um 12 mm verkürzt ist. Die Klaviatur wird dadurch natürlich insgesamt schmaler. In den extremen Lagen sind die Tasten entsprechend stark abgewinkelt, damit sie wieder zur Mechanik passen. Abracadabra. Natürlich gibt es allerlei pianistische Raffinessen, professionelle spieltechnische Lösungen, um auch mit kleinen Händen und geringen Spannweiten auf der Normklaviatur zurechtzukommen. Das ist unser Alltag. Und man kann auch mit kleinen Händen am Klavier viel erzählen. Für Pianistinnen und Pianisten mit kleinen Spannweiten gibt es allerdings auch physiologisch-anatomische Grenzen, die auf der Standardklaviatur nicht kompensierbar sind. Vor allem weit- und vollgriffige Akkorde und Arpeggien. Hier bleibt nur höhere Anstrengung, größte Vorsicht vor Überlastung und eine Begrenzung auf die individuell spielbare Literatur. Sirius 6.0 kann hier spürbar entlasten und neues Repertoire möglich machen. Entweder geht die Melodie weg oder wird das Pedal unsauber. In dieser Stelle kann ich gut das Pedal bei dem Bass wechseln, ohne dass die Melodie verloren geht, weil ich mit dem 5. Finger das B halten kann. An Daniel Barenboim sieht man, dass Klaviaturen jenseits der Norm zunächst mal eine Frage der Individualität und nicht nur ein Frauenthema sind. Und doch sind sie auch eine Frage der Gendergerechtigkeit. Frauen haben einfach seltener Schuhgröße 46 oder auch nur 42 oder 43. Mithilfe der Daten von Christoph Wagner, der wie kein anderer die Individualität der Hand erforscht hat, kann man zum Beispiel bei der Spannweite 1,5 sehen, dass die Mittelwerte von Frauen und Männern mehr als 2 cm auseinander liegen, also fast eine ganze Taste. Und während hier nur 10% der Frauen weiter greifen können als ich, sind es etwa 50% der Männer. Noch gravierender ist natürlich das Ausmaß der Individualität insgesamt. Die Unterschiede zwischen den kleinsten und größten Spannweiten betragen mehr als 10 cm. Wir freuen uns sehr, dass Sirius 6.0 beim ersten internationalen Stretto Piano Festival seine öffentliche Premiere feiert.
Annette Seiler, Silvia Molan und Sophia Weidemann haben dafür großartige und auch großgriffige Klaviermusik auf Sirius 6.0 eingespielt und sie haben wunderbare Erfahrungen gemacht. Auf der Sirius-Klaviatur fühle ich mich freier. Es ist einfach weniger anstrengend, darauf zu spielen. Richtig stark erlebe ich das bei vollgriffigen Akkorden. Und was mich wirklich völlig überrascht hat, wenn ich von Sirius auf die Norm wechsle, dann überträgt sich diese größere Leichtigkeit sogar ein Stück weit. Auf Sirius zu spielen hat sich ohne Witz wie eine neue Dimension angefühlt. Anstrengungen, bei denen ich niemals gedacht hätte, dass sie mit der Tastaturgröße zu tun hätten, haben sich enorm reduziert. Es geht nicht nur darum, jetzt Dezima leichter greifen zu können, sondern vor allem um das freiere Spiel der anderen Fingern, während ich Oktaven spiele. Mich persönlich begeistert an Sirius, dass man sich ganz auf die Musik, auf Klang und Ausdruck konzentrieren kann. Die Hände kommen eigentlich nie in Spielpositionen, in denen die Klanggestaltung eingeschränkt ist durch Spannweiten. Wir wollen mit diesem Projekt ein Bewusstsein schaffen für die Existenz alternativer Mensuren und zu deren Verbreitung beitragen. Ich bin der Meinung, dass es eine Bereicherung für die Klavierwelt wäre, wenn künftig Kategorien wie Alter, Geschlecht oder ethnische Zugehörigkeit keine Rolle spielen würden, um sich auf dem Klavier künstlerisch voll zu entfalten. Sie sind herzlich eingeladen, nach Stuttgart zu kommen, auf Sirius 6.0 zu spielen und zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn Ihre Hände wachsen.